Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch mal wieder ein XXL-Rezept und zwar backen wir heute ein XXL Milky Way Crispy Roll. Dafür als erstes 2 Eiweiß, je 50 Gramm geschmolzene Butter und Puderzucker und 40 Gramm Mehl mit einem Schneebesen für 1 bis 2 Minuten verrühren, bis daraus ein glatter Teig entstanden ist. Wenn das erledigt ist, den Teig auf ein kleines mit Backpapier ausgelegtes Backblech gießen, bis in die Ecken gleichmäßig dünn darauf verstreichen und so kommt das Backblech dann für 12 bis 15 Minuten in den vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze, bis der Teig eine leicht braune Farbe angenommen hat. Den Teig nach etwa 15 Minuten aus dem Ofen holen, samt Backpapier vom Backblech ziehen, dann vorsichtig auf ein Küchentuch stürzen, das Backpapier abziehen und jetzt sofort aufrollen. Ich habe mir dazu eine leere Rolle Küchenpapier bereitgelegt, den Teig einfach um die Rolle wickeln und dann zur Seite legen und komplett auskühlen lassen. Währenddessen kümmern wir uns um die Füllung. Dafür 25 ml Milch und 25 Gramm Magermilchpulver in eine Rührschüssel geben. Beides kurz miteinander verrühren, bis sich das Milchpulver aufgelöst hat. Dann 125 Gramm weiche Butter und 50 Gramm Puderzucker dazugeben und alles für etwa 2 bis 3 Minuten mit einem Mixer verrühren, bis die Masse weiß und schön cremig ist. Zum Schluss noch 250 Gramm geschmolzene weiße Schokolade dazugeben, einfach unterrühren, zur Buttermasse gießen und so lange weiterrühren, bis die Schokolade komplett eingearbeitet wurde. Wenn das erledigt ist, können wir unsere Teigrolle füllen, dafür die Küchenrolle herausziehen, die Teigrolle in einen Bogen Frischhaltefolie einwickeln, dabei ein Ende der Rolle verschließen und jetzt die vorbereitete Creme in einen Spritzbeutel geben und die Teigrolle komplett damit befüllen. Zum Schluss das obere Ende ebenfalls mit Frischhaltefolie verschließen und alles für 1 bis 2 Stunden zum Aushärten in den Kühlschrank legen. Danach sind wir im Prinzip auch schon fertig. Jetzt fehlt nur noch der Schokomantel. Dafür 2 gleich große Tassen mittig auf ein Backpapier platzieren, die gefüllte Teigrolle vorsichtig auf die Tassen setzen und dann mit 150 Gramm geschmolzener Vollmilchschokolade übergießen, bis die gesamte Rolle mit Schokolade überzogen ist. Für das typische Muster könnt ihr mit einem Föhn arbeiten, von vorne nach hinten föhnen, bis sich auf der Oberfläche Streifen bzw. Wellen bilden, die Schokolade dann aushärten lassen und so sieht das Crispy Roll dann von innen aus. Hier nochmal ein Original daneben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.